Es geht in Richtung des antiken Olympia. Auf dem Weg liegt der Apollontempel von Bassä. Und schöne Bergdörfer wie Dimizana, Stemnica und Karitena, die einen Umweg lohnen. Die insgesamt etwa 250 Kilometer lange Strecke führt uns zuerst die Küste entlang, durch fruchtbare Ebenen und dann hinauf in die Berge. Vereinzelte kleine Bergdörfer mit ihren engen Straßen säumen den Weg, wirken häufig wie ausgestorben. Zu seinem Schutz ist der Tempel des Apollon seit einigen Jahren unter einem großen Zeltdach untergebracht. Er liegt in einer einsamen, kargen Landschaft im Lycaon-Massiv in 1130 Meter Höhe und war 1986 der erste antike Tempel, den man in die UNESCO-Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen hat. Errichtet wurde er zwischen 438 und 420 v. Chr. Man vermutet, dass der Bau durch die umliegenden Dorfgemeinschaften auf eine im 5. Jahrhundert v. Chr. Grassierende Pestepidemie zurückzuführen ist. Sollten die Einwohner von der Pest verschont bleiben, so der Schwur, wollten sie Apollon einen Tempel stiften. Also errichteten sie an der Stelle eines älteren Vorgängerbaus zu Ehren des Apollon Epikureios, dem Heiler, diesen Bau. Seit 2001 wird er saniert. Dazu versetzt man ihn um rund 1 Meter, baut Säulenreihe für Säulenreihe und Stein für Stein ab und versetzt wieder auf. In den 20 Jahren seit Beginn hat man erst einen kleineren Teil geschafft, eine Aufgabe von Jahrzehnten. Einige Meter vom Tempel entfernt hat man eine größere Halle und einige Steingebäude aufgebaut, in denen Steinmetz- und Restaurierungsarbeiten stattfinden. Unterhalb des Tempels liegen zudem einige Reste des antiken Dorfes. Weiter geht es auf kurvenreichen Straßen und steilen Wegen durch die Gebirgslandschaft. Schon die Fahrten zu den Bergdörfern, die Serpentinen hinauf, lohnt. Die Dörfer hier schmiegen sich eng an die Berghänge, holprige enge Gassen, massive Steinhäuser, Tavernen und ein paar Läden machen den Ort aus. Touristen verirren sich nicht allzu häufig hierher. Eine abgeschiedene Welt.
Wir haben Cartagena erreicht. Der Ort wird von einer mächtigen Bergfestung aus dem 12. Jahrhundert überragt. Die ist schon geraume Zeit geschlossen, wegen archäologischer Ausgrabungen und Sanierungsarbeiten. Dennoch ein Spaziergang hoch lohnt, schon wegen des Ausblickes auf den Ort. Cartagena ist der Geburtsort des Theodor Kolokotronis, der die Griechen nach Jahrhunderten türkischer Herrschaft erfolgreich in die Unabhängigkeit führte und die Burg damals als wichtigen Stützpunkt der Befreiungsarmee ausbaute. Der Ort liegt auf keiner der gängigen touristischen Routen einer Arkadien-Rundfahrt. Entsprechend wenig gibt es hier. Ein paar Tavernen laden zu einem Kaffee und etwas Kuchen ein. Rund 30 Kilometer weiter liegt Stemnica. Als wir ankamen, nahezu ausgestorben. Nur noch rund 100 Einwohner leben das ganze Jahr über hier. Einst waren es 4000. Seit 1978 erlebt das Dorf eine kleine Renaissance, als ein inzwischen verstorbener Goldschmied zurückkehrte und eine Gold- und Silberschmiedeschule gründete. In 2 Jahren lernen jährlich rund 25 Schüler das Handwerk. In den Sommermonaten spielt der Tourismus eine gewisse Rolle. Gut besucht heißt es dann. Zumal die Temperaturen ein paar Grad niedriger sind als auf der übrigen Peloponnese. Weitere 10 Kilometer sind es bis Dimitsana. Das Dorf liegt auf rund 1000 Meter Höhe. In dem 600 Seelenort leben vorwiegend ältere Menschen. Die Jungen zogen der Arbeit wegen nach Tripoli oder Athen. Sie kommen in der Urlaubszeit in ihr Heimatdorf zurück. So ist es eigentlich in allen Bergdörfern hier in der Gegend. Dennoch ist Dimitsana sicherlich der lebhafteste Ort, den wir heute besucht haben. Dimitsana wurde von den Türken nie beachtet und erobert, zu abgelegen. Deswegen spielte der Ort eine wichtige kulturelle Rolle in der Geschichte. Hier wurde jahrhundertelang während der Besetzung die verbotene griechische Sprache und Kultur unterrichtet. Die Schüler kamen dazu aus allen Teilen Griechenlands in diesen Ort. Rund 80 Kilometer sind es jetzt noch bis Achäa Olympia,
etwa 2 Stunden Fahrzeit auf weiterhin kurvenreichen Straßen. Dann ist die Geburtsstätte der Olympischen Spiele erreicht. Die Stadt Achäa Olympia mit ihren 13.000 Einwohnern zieht Menschen aus aller Welt an, ist weitgehend vom Tourismus geprägt. Entlang der Hauptstraße und wenigen kleinen Nebenstraßen reiht sich ein Souvenirladen an den anderen, dazwischen einige Kunsthandwerksgeschäfte mit Krempel, Kitsch, aber auch schönen Arbeiten. Zudem finden sich zahlreiche Tavernen und Cafés, nahezu überall wird Deutsch gesprochen. Bisher die Ausnahme auf der Peloponnese. Der moderne Ort bietet wenig Sehenswertes, ist Ausgangspunkt für den Besuch der antiken Olympischen Stätte. Wir befinden uns hier auf dem Gelände des antiken Olympia. Ein legendärer Ort mit Mythen und Sagen. Von hier aus fand der Siegeszug der Olympischen Spiele statt. Sie fanden erstmals 776 v. Chr. Hier in dieser Region, in dieser arkadischen Gebirgslandschaft statt. Entwickelt haben sie sich, so der heutige Stand der Forschung, aus den zu Ehren des mythischen König Pelops stattfindenden Leichenfeiern. Ursprünglich war es also keine Sportveranstaltung, sondern eine kultische Handlung. Heute ist die Stätte, auf die sich der moderne Hochleistungssport wohl zu Unrecht bezieht, ein beliebtes Reiseziel. Aus aller Welt kommen die Leute hierher, um diese Stätte, diese heilige, diese einmalige zu sehen. Auf dem Gelände finden sich die Ruinen zahlreicher Gebäude. In der Werkstatt des Pheidias soll einst die Zeus-Statue für den hiesigen Tempel entstanden sein, eines der 7 antiken Weltwunder. Sie bestand aus Gold und Elfenbein, der Thron aus Ebenholz und maß 13 Meter in der Höhe. Durch antike Münzfunde mit ihrem Abbild weiß man, wie sie einst aussah. Das Gasthaus des Leonidas von Naxos. Es war für die Besucher des Sanatoriums gedacht, bot 300 Leuten Platz und ist mit einer Fläche von 6.000 Quadratmetern das größte Gebäude hier im antiken Olympia. In der römischen Phase wurden umfangreiche Umbauarbeiten vorgenommen. Im Inneren entstand etwa eine aufwendige Gartenanlage, die von Wasserkreisen umströmt wurde. Und einst umsäumten das Gebäude 138 dekorierte Säulen. Zu finden sind in dem weiträumigen, parkähnlichen Gelände viele weitere Reste von alten Gemäuern, etwa von einem Gymnasium, Schatzhaus, diverser Tempel oder Badeanlagen, sodass man schon einen ganzen Tag einplanen sollte. Überall standen auch große Statuen herum, deren Reste man im angrenzenden Museum bewundern kann. Auch über 100 Jahre nach den ersten Ausgrabungen gibt es hier noch viel zu entdecken. Deswegen finden immer wieder archäologische Ausgrabungen statt. Es ist eine Jahrhundertaufgabe. An anderen Stellen holt sich die Natur manches wieder zurück. Eine Pferderennbahn mit den Abmessungen von 600 mal 200 Meter entdeckten deutsche Forscher erst 2008 durch geophysikalische Messungen, rund 100 Jahre nachdem die Ausgrabungen begannen.
Das Stadion ist sicherlich der geschichtsträchtigste Ort in Olympia. Das Stadion ist eingebettet von Graswällen, auf denen 45.000 Zuschauer Platz fanden. Sitzplätze aus Stein gab es nur für die Kampfrichter. Anfangs gab es hier nur einen Wettlauf über die Distanz dieser Anlage, etwas über 192 Meter. Später dauerten die Spiele 5 Tage. Sie umfassten den Wettkampf der Knaben im Laufen, Ringen und Faustkampf, ein Wettreiten und Wagenrennen. Weiter wurden Kurz- und Langstreckenläufe abgehalten und die Wettkämpfe der Sportler im Ringen, Boxen, dem Waffenlauf sowie der Pankration, einer speziellen Kampfkunst. Am letzten Tag fanden die Siegesfeiern und eine Prozession der Sieger zum Zeus-Tempel statt. Von den 456 v. Chr. Fertiggestellten Tempel sind nur mehr einige Grundmauern und eingestürzte Säulen zu sehen. Eine richtete man wieder auf. In dem nahegelegenen Archäologischen Museum finden sich noch die Reste der ehemaligen Giebelfiguren, ursprünglich reich bemalt. Das Archäologische Museum Olympias, eines von 3 hier, zeigt die Geschichte, Kunst und Kultur des Ortes und lässt sie wieder lebendig werden. Bestaunen kann man neben vielem anderen zahlreiche kleine Statuetten aus Ton und Bronze, Weihegeschenke der Pilger. Ausgestellt werden zudem Alltagsgegenstände, Gläser und vieles mehr. Das Museum erweitert und erleichtert das Verständnis für die Geschichte und die Anlage und lässt einen ahnen, welch Prunk und Pracht hier einst herrschten. Neben dem Stadion stehen die Reste des Hera-Tempels, der Gemahlin und Schwester des obersten olympischen Gottes Zeus. Hier entzündet man seit 1936 die Fackel für die Olympischen Spiele der Neuzeit, einige Monate vor deren Eröffnung. Durchgeführt von Schauspielerinnen, der Rolle von Priesterinnen, alles folgt antiken Vorbildern. Das Feuer selbst wird mittels eines Parabolspiegels und Sonnenlichts entfacht und anschließend in ein Tongefäß in das alte Stadion getragen und den Läufern übergeben. Das antike Olympia, das Ziel dieser Reise durch eine geschichtsträchtige Landschaft. Geistiges Zentrum der Antike, Sportstätte, heiliger Bezirk, ein symbolträchtiger Ort und Touristenmagnet. Es gibt jedoch viele Gründe, die Regionen der Peloponnese zu bereisen, über Olympia hinaus. Nicht nur wer die Antike liebt, kommt hier auf seine Kosten.